Wow. Einfach nur wow. Was soll man dazu sagen? Oh, das ist so schön. So, und jetzt geht Tony C los. Jetzt werden wir bestimmt ziemlich viel auf die Ohren bekommen. So, Jungs, jetzt ist anschnallen, sitzen auf einer aufrechten Position. Alter. Noch nicht. Wenn die 500 € kostet gerade mal die Kerl, dann schmelze ich ein. Schon wieder. Okay, so hi, I'm Tony Zurovec, and I'm the Director of Persistent Universe for Star Citizen. Ist da was in der Bildqualität passiert? I'll be doing the lead vocals tonight, and over here on my right, on the keyboard, is Jake Muehle, our economy designer from Austin. Hi. Die Caterpillar bleibt. Und jetzt, Jungs, wir haben wichtigere Themen. And we're going to be showing you something pretty interesting tonight, and I want to make sure to call out our guitar and bass players back in Montreal, Martin and Robert Lizy. Yeah, that's right. They spent a lot of time working with us over the last, 4, 5, 6 months. Twitch very, very intensely on. Nein, Astro, ich brauch dich hier. It's been a bit of a stealth project recently. We've actually shown it to very few people within cloud. Das ist euer Spezialgebiet, nicht meins. To a level of maturity to where it was very easy for people to understand what the benefits of this new technology were going to be. And I'm going to give you a glimpse of it tonight. But you're going to need some background information to truly appreciate it. So bear with me for a bit, and you'll see why we consider a quantum leap. So, as everybody here obviously knows, Star Citizen is a very ambitious project. Our goal is to deliver a variety of incredibly detailed solar systems that behave in logical fashion and to then give you ample freedom to follow your interests, whatever they may be. Thus far, we've been focused entirely on a single system, Stanton, which includes 4 planets, 12 moons, 225 economic nodes, 44 trading outposts, 13 rest stops, and 50 asteroid fields. So yeah, it's really big. The point of this presentation then is to give you a better understanding of how, when the first one's taken so long, we're aiming to kick things into overdrive so that we can deliver new systems much more quickly. This involves, obviously, a lot of different areas: procedural generation of terrain, modular art sets, algorithmic detailing of buildings and interiors, and a lot of other stuff. For the purposes of this talk, though, I'm going to focus on what I call the dynamic content. So, what is dynamic Um content? kurz zu erklären, was uns jetzt hier zeigen wird, ist halt, wie sie halt jetzt in Zukunft die Sonnensysteme halt bauen und wie sie das halt verbessert haben, um das schneller zu werden und auch den Content jetzt ins Spiel hinzufügen können. Most missions should, of course, be dynamic in nature. They should only be offered when there's an actual need for something. This might take the form of a factory that needs some aluminum to create a retail product, a criminal that needs to be brought to justice, or someone that needs to lift from one location to another. At their core, missions are services provided by one party for the benefit of another, and they are therefore one of the fundamental ways by which imbalances in the economy can be addressed. Likewise, economic nodes, which include things like refineries, factories, and retail shops, need to be dynamic since they must continually take into account the various market forces and adjust accordingly. When demand for something outstrips supply, whether it's iron ore, bullets, or ship repairs, you expect prices to rise. And conversely, when there's an excess of something, you expect that prices will fall. There's more to it, of course. Concepts like marginal demand and price discovery require a fair bit of math. But in the end, it's all about the constant search for equilibrium as production and consumption levels vary. I'll get around to explaining probability volumes in more detail in a bit, but suffice to say for now that they dictate what you encounter as you travel through a given area. As such, they should definitely be dynamic. So, for example, if a new field of asteroids rich in valuable commodities is discovered, you'd expect to find a lot of NPC miners in the area, but as the resources are gradually depleted, their numbers should start to fall off. Pirates should gravitate toward areas with a lot of value to plunder and recoil as the amount of security ticks up. So let's look into each of these areas in a bit more detail and see why we've struggled to set up a single solar system and at the same time get a precise understanding of what needs to happen so that we can start moving a lot faster. We'll start with the missions.
A Star Citizen mission is fundamentally just a container for code and data, similar in concept to a class in any of a multitude of modern-day programming languages. Inputs can be passed into a mission from either the runtime environment or services to allow for customization. This allows designers to do things like, say, inject the type and quantity of cargo, whether the ship should be damaged or not, and where the ship should be heading into a generic transport scenario so that we can reuse the same framework for a lot of different situations. Missions can have content tags embedded within themselves to denote their composition, whether they contain security, pirates, freighters, miners, asteroids, or some kind of a combination. Missions can also have thematic tags applied. These don't specify physical content, but rather detail the headline story behind the scenario that a designer created. So designers can differentiate between a straightforward pirate encounter versus one that includes an ambush. Once these descriptors have been assigned, the missions are injected into a database that other systems can access so that they can be instantiated and customized depending upon the situation. Das ist jetzt echt schwer, das simultan zu This, übersetzen. however, is where Also we das start to run sollten wir into some dann major im Nachgang problems. Designers besprechen, have to aber explicitly link missions Das ist to halt certain echt schade. eines structures in Videos the bei game. euch, Ted. An NPC mission giver, Ja, for example, würde ich auch so, or das ist halt probability volume covering the area auch around schwer. Yellow. Kann aber nebenbei ein paar Sachen droppen, die jetzt gerade wieder gepostet sind. If a content tag like pirate Die haben die Kraken, also die normale Kraken-Version hat 3792 SCU und die neue Privateer hat 768 SCU und dafür 10 Shops drin, aber auch keine Dragonfly-Base mehr. to specific NPCs and locations, so there's no evolution. The universe is completely static. Another major problem is that we don't have sufficient context to properly customize the mission. Und es gibt ein Bodenfahrzeug als Mining-Fahrzeug. Muss das Konzept gerade zeigen. Should be carrying, or what condition they should be in, or which direction they should be if they're if they're empty, heading towards a mine, or full, bringing the results of their efforts back to a refinery. This lack of context means that we can't exploit a mission's ability to have information injected into it for customization, and that means that you see a lot less diversity, despite requiring just as much work. The last problem, and it's a big one, is that there's no NPC regulation of the mission content. Missions are the basic units of work for the economy, and if someone doesn't do what needs to be done, then everything grinds to a halt. In a properly functioning system, NPCs need the ability to step up if players aren't going to, and the risk reward justifies the effort, and do the work themselves. If a commodity can be purchased at one location and sold at another for a dramatic markup, and there isn't enough cost or risk involved in the transport to warrant the differential, NPCs should seize the opportunity and move the material themselves until the price starts to make sense. So let's talk about economic nodes now. An economic node is an entity within the game which might be represented via an actual storefront, a kiosk, a UI interface, or an NPC that possesses an item manifest detailing the items it wants to buy or sell, storage capacity, and a fair bit of data related to determining prices. This includes refineries that process ore, factories that produce goods, and retail stores where you buy finished products. Factory inputs aren't explicitly denoted, but are instead derived from the production formulae of whatever they manufacture. Prices, what economic nodes are willing to pay for their inputs, and what they want in order to sell, are determined algorithmically based upon the rate of change of their inventory versus the tangent of a pricing curve. This means that they're smart enough to, say, raise the price of what they're selling even when their inventory is low if they detect that they're being resupplied at a sufficient rate to get where they want to be in a reasonable amount of time. So clearly there's some dynamism happening here, which is fantastic. Unfortunately, that's where the good news ends. As with missions, economic nodes don't have any real context in terms of supply and demand, and there's no systemic flow of goods throughout the economy. Why does a refinery want ore? Why is an NPC willing to buy some drugs from you? Where does the shop get the goods that it's selling? Right now, the answer to all these questions is the same. We fake it. Economic nodes conjure up their own supply and demand out of thin air. If a node is designated as wanting to purchase a particular item, for example, designers dictate a formula that describes how that inventory will be gradually burned off so that they want more. These products you deliver to a node then, they don't actually go anywhere. There's no real demand. This is impossible to balance because while production and consumption are fixed, the player count isn't.
Sometimes 100 players are interacting with an economic node, and sometimes none. And I mention this because behind the scenes, at the economic level, all of the players, despite being on different servers, really are connected to one single system. A real economy is a tangled web of dependencies, and you can't expect logical Das ist ja spannend, dass es ihnen quasi in dem aktuellen technischen Konstrukt nicht möglich ist, tatsächlich eine echte berechnen. Kann leider auch gar nicht so viel da gerade zuhören, weil ich gucke, was halt bei den Schiffen passiert. This has ripple effects into other areas. If the demand for missiles spiked because there was a lot of combat, you'd expect that the commodities used to construct those missiles would start to rise in price. And you'd also expect to see more miners and freighters working to alleviate that shortage. Aktuell faken sie halt die Preise in den Shops. Es besteht also kein Bedarf, keine Nachfrage. Und da erklärt er uns jetzt halt auf dem weiteren Wege, wie sie sich überlegt haben, zu so einer dynamischen Echtzeitwirtschaft zu kommen mit Angebot und Nachfrage. These kinds of knock-on effects, in fact, should happen regardless of whether any player is in an area, and that's a separate problem I'll talk about more when we get to probability volumes. So let's take a quick look at what it means to set up an economic node. As I mentioned, there are about 225 economic nodes within the Stanton system, and many of them deal with a lot of different items. Each of these items can specify its own production or consumption formula, along with a lot of other information, storage space, optimal inventory level, price offsets, and much more. This information can be archetyped, but of course the world's a lot more interesting if every economic node is a bit different, so there's still a lot of customization that winds up happening. So now let's take a look at the economic nodes around a typical planetary system. And finally, let's take a look at the economic nodes around the entire Stanton solar system. That's a tremendous amount of data to set up and maintain as we're routinely adding new items and changing prices. And the worst part is that it's all extremely rigid. There's no way to have an economic node increase how much of something it produces or consumes because those things are attached to formulae that have no understanding of external events. So right now, designers try their best to brute force this stuff, to make it feel like it's a systemic world, even if it's not. If an area is configured to have a lot of pirates, they increase the price offsets and demand for goods at nearby nodes. If the number of pirates is subsequently decreased, or maybe more security is added to the area, then the nodes are updated to reflect that fact. It's a ton of work, and while this sort of hand tweaking does yield something that feels vaguely logical, if static, it's definitely not a real solution, and it doesn't even begin to address the major problems. Now we come to the last of the major areas for which I wanted to illustrate the problems that we currently face. So, what is a probability volume? A probability volume is an area of space that contains information detailing what you should see as you pass through the area. It's an optimization of sorts in that it allows us to achieve a desired effect, a certain number of pirates in an area or a particular likelihood of encountering a freighter filled with iron ore, without having to burn a lot of computational horsepower simulating things when there are no players around to see it. This is accomplished via linking mission content tags to probability curves that span all or part of the expanse of the volume. So, for example, you can denote that security ships are commonplace near Port Olisar and gradually fall off over a couple hundred kilometers, whereas it's very rare to see pirates who would prefer to avoid security close to Port Olisar, but more likely to see them as you get farther away. There are quite a few different types of curves denoting, because until a player actually accepts one of these missions and heads to that location, there are a variety of probabilities. I think some of our notes got screwed up here. So nichts Neues, ne? Diese Probability Volumes, diese Wahrscheinlichkeitsvolumen haben sie schon mal vor bestimmt einem halben Jahr mal vorgestellt, dass sie die bauen. Die existieren heute, glaube ich, auch. Definieren die Wahrscheinlichkeit, wie oft an irgendeinem Punkt des Wirrs irgendwas passiert oder spawnt. This is how Combat Assist is currently handled, and we'll be adding some other things like NPC refuel and NPC passenger transport in the near future. The reason it's called spoofing is because we only keep a small stub active on the back end, which is way more efficient.
We've got other types of curves. There are reinforcement curves that allow designers to dictate how quickly backup tends to arrive when you've been identified as a felon. And we also have the ability to modulate that time according to how far away you are from the place you were last spotted and how long ago that was. There are bounty hunter curves, which allow us to link to a probability, which allow us to link a probability to your wanted level so that we can increase the encounter frequency when they'd actually be hunting you and otherwise keep them very rare. Let's continue on, though, and get a better understanding of how exactly probability volumes works. Here we have an area of space that's marked up as having a certain probability of pirates and freighters, security, asteroids, and derelict ships. Now let's go ahead and activate all of that content. That's a lot of content to simulate when no one is around to see it. A lot of pathfinding NPCs, animations, vehicle physics, collision detection. Now let's go ahead and introduce a player and clear the board. Those pirates and freighters and everything else, they still exist, but only in a probabilistic state. As the player traverses through the volume, we roll the dice on the various curves and force the probabilities to make a choice. Does that content exist at that location or doesn't it? Here, the player gets a hit from the asteroid probability. So the mission databases in query define missions with the associated content tag, dynamic parameters injected, and the mission is instantiated. And now a bit later, the player trips the freighter probability and then eventually runs into a pirate. The key point here is that much of the world exists as a superposition of probabilities until a player gets sufficiently close that the wave functions collapse, at which point we instantiate them and start simulating the full-blown entities. One of the quirks with probability volumes is that they usually represent a variety of low-frequency events. Space is big after all, and even in a pretty heavily populated area, you shouldn't be running into other ships all that often. The problem is that the likelihood of multiple events happening simultaneously is a product of their probabilities, meaning that it's very unlikely you'd ever see two or more at the same time. So let's go ahead and see what this means in practice. Here's a player traversing a probability volume. He makes it through a good part of it before the freighter's probability curve determines that an encounter has occurred, at which point the probability volume queries the mission database with the freighter tag and instantiates a compatible mission. The player continues on, and shortly thereafter, the pirate's probability curve indicates a hit, which triggers another lookup into the mission database. There's nothing fundamentally wrong with this. In fact, it's a pretty accurate representation of what you'd realistically expect to see. Two rare events happening on their own schedule. The systemic behavior of the freighter and the pirate, even if spawned Deswegen separately, would kriegen wir allow immer them to zwei react to one Unterbrechungen, another. So if they were spawned in close enough proximity, the pirate might even weil diese attack the freighter. Probability-Blase bestimmt, wie viele Unterbrechungen wir auf einer Quantumreise maximal haben werden. And if you're not careful, this can lead to the gameplay starting to feel very formulaic. What we really want is the ability for designers to craft more custom content and then have a mechanism by which we can trigger it such that it all feels logical, if a bit lucky in the timing. Es gibt also 2 Punkte und dann sucht sich die Datenbank raus, was an diesen 2 Punkten passiert. Aber das wollen sie irgendwie auch aufbrechen, habe ich verstanden, dieses Konzept, das tatsächlich mehr auf einer stochastischen Berechnung basiert. Yeah, we seem to be having a couple technical problems. Yeah, there it is. Hello. Oh. Nochmal kurz die Info, ich poste für euch im Chat gerade alles, was auf den anderen Panel passiert mit den Chips. Right. What do you think? We can just show this. We can just do Q&A. We could still jump, but I'm sure they'll get this. I'm sure they'll get this resolved in a second. So I'd hate to skip ahead. Like I said, this is the medicine you'll have to take so that you can fully appreciate what we're going to get to in a few minutes. War ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es mal Probleme gibt heute. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ist bis jetzt alles super gelaufen. Jetzt hast du es beschrieben, Mitch. Die Keynote kommt doch noch. But I do think it will help clarify the value of what we're going to be showing a little bit later. Okay. I think we're good. Okay, so we're back in live.
So what we do instead of basically allowing the algorithms to entirely control what you see is we defer the activation for a short period of time and bend the probabilities of other things so that we're more likely to get a combination than would otherwise be the case. So they once again the player once again triggers the freighter's probability, but rather than, you already got it? Yeah, so we're running a little bit ahead. But basically what you've seen here is the player hit the freighter's probability, held on to it. We bent the probabilities to increase the likelihood of anything else being able to be attached. In this case, that involved the freighter. It involved the pirate, rather. So why does this matter? Think about a pirate and a freighter being created separately. It's going to take a good while for the pirate to close the distance with the freighter, disable it, park next to it, and board it. This means that you'd never come upon a situation where the freighter's already been disabled and the pirates are rampaging through the ship, so you'd better hurry if you want to save the crew. That's actually a really interesting scenario, though, one that'd be a lot of fun to experience. So while we're fine with the systemic functionality, driving things by default, we want to be able to bend things towards more interesting situations without it ever feeling too random every once in a while. The problem with probability volumes, then, all comes down to their construction. Each one, and there are lots of them, contains a litany of curves and associated data set up by hand, which is time-consuming and requires constant updating as other things change. One of the main reasons why they're so difficult to maintain is that many of the variables that a probability volume details should impact one another. More security in an area should of course impact the number of pirates, but because they're all handled independently, designers have to be very careful when modifying them. Mistakes are inevitably made, which results in a lot of sleuthing around to figure out what broke or is now poorly balanced and how to resolve it. The worst thing, though, is that they're static. If an area has a lot of pirates, it will always have a lot of pirates. There's nothing you or the NPC population can do to change that. Rewards won't vary based upon the level of threat in an area because the threat is always the same. A new commodity discovery won't cause miners to move in to exploit it and won't in turn attract pirates eager to prey on them. Demand for security patrols and escorts for that area won't increase in response to the pirates, and the pirate threat won't recede as a result. What we really need, then, is a way to dynamically derive the probability curves based upon what's happening, or rather should be happening when we manage to resolve all these problems I've been pointing out across the solar system. So I've called out a lot of very serious problems, things that require enormous amounts of bandwidth to set up and maintain and that still fail to deliver the experience we want. What we actually want is a dynamic, logical universe. We want the demand for goods and services to be the result of a legitimate economic need, and we must have sufficient runtime context so that we can customize. Im Prinzip befinden Sie sich mit der KI genau auf dem gleichen Weg, den Sie mit der Planet Tech durchlaufen haben. Sie haben zwar anfangs etwas gehabt, was funktioniert hat, aber was komplett statisch ist und was extrem viele Systemressourcen benötigt hat und unheimlich viel manuellen Aufwand, das zu steuern. Und was Sie haben wollen, ist eben ein dynamisches, logisches Universum, das die Wirtschaft auf Angebot und Nachfrage basiert, dass die NPCs damit eingreifen können und was sich halt selbst entsprechend an die Gegebenheiten anpasst. Okay, cool. Jetzt bin ich mal gespannt, wo Sie sich auf diesem Weg dahin befinden. Yeah, I'm supposed to flip. Ted, du kannst das auch, die Links bei mir alle in den Flottenmanager packen. Ich habe gerade angefangen, das zu kopieren, aber dann verpasse ich das Pendeln hier. Achso, ja, mache ich. Ja, es ist die Arbeitszeitung. Du guckst Tony C, ich gucke Schiffe gerade. Mach ich. There we go. Yeah, there it is. So this is quantum, and I know what you're thinking, and I've seen this before. If the visuals look, particularly familiar, it's because we started with the solar system map that we released years ago. But this really is a totally different beast. The original star map referenced static data. There was nothing dynamic about it. But quantum is totally different. For starters, it has access to all of the back-end services and can pull whatever data it needs from them. Everything you see on the screen then, that's real-time data pulled from the game. So let's go ahead and take a quick tour of the system. Let's jump on over to Hurston.
Actually, I'm not getting the screen over here. I'm going to go ahead and jump over with you. I can't see anything. Scoot on over. There it is. Hurston. Yeah. Okay, let's go ahead and jump on over to everyone's favorite gas giant, Crusader. And in the background there, you can see Port Olisar. Let's go ahead and bring that up. Now, I mentioned that we're connected to all the real-time data. Let's go ahead and see what the players are up to. Nein, ne? Was denn? Ach, oh je. Was denn? Werft mal einen Blick auf den Livestream. Each of those red dots is a real player. Oh, Thousands of das ist them ja across well over 100 servers. Now, Wir haben, to be honest, Sie haben also jetzt wirklich ein Webtool laufen. Und wir wissen ja, alles, was Sie als Webtool programmieren, kann auch ins Mobile transferiert werden. Und da kriegst du sämtliche Informationen. Also aktive Spieler, Warenpreise, Missionen, welche Shops dort sind. And you can see a number of people. Naja, die Leute fahren das, glaube ich, noch ein bisschen zu schnell. Viele Fanseiten, die sich hier mit Handelsrouten und so beschäftigen, die werden überflüssig. Ich weiß. Das war auch nur eine Frage der Zeit. Ja. War doch schon klar, dass solche Seiten überflüssig werden. Genauso durch dieses Mobile Glass oder Game Glass. Wenn sie es irgendwann mal wirklich releasen, dass du die MDFs auf externen Displays umlegen kannst, sind die auch überflüssig. Können wir das später vielleicht fortsetzen? So obviously there's been some conflict there, and you actually see, let's go ahead and back out a little bit and find there's a contract to the right. You have access to missions, so you can see that Klipsos Norwang is requesting personal transport to Norville, to Lorville, and he's willing to pay $4,500. Good on you, buddy. Let's go ahead and jump on over to Ariel, and we can get a view of those probability volumes that I was talking about earlier. And so what you're seeing here, as I mentioned, there are a variety of different types and lots of different content and thematic tags for all these things. So you can see everything from the default tags, you can see the security reinforcement tags, the bounty hunter tags, the spoofing tags. There are a number of these. We'll be adding more. In general, what it's doing is, as I mentioned, it's basically representing things in probabilistic state because it's too expensive for us to fully simulate them. Now let's go ahead and jump over to a shop. Let's check out the Hicks Research Station that's on Cellin. Yeah, we've got to go over to Crusader. Ja, Cowboy, ich möchte, And let's go ahead and open da alle the shop. Spieler seht. Oh, look, here's... Yep, there's Outpost Korea, and you can see that there's a lot of death around there. Ich frage mich dabei, welche Daten sind öffentlich verfügbar und welche benutzen sie nur intern. Also wenn wirklich jeder Spieler hier trackbar ist, da haben sie schon bei uns Probleme mit der Datenschutzgrundverordnung. Wieso das mit Datenschutz nichts zu tun, wenn das Ingame-Charakter ist, etc. Das hat doch nichts mit dem Datenschutz zu tun. Nur was dein richtiger Name ist, etc. Ah, nicht unbedingt. So, das ist interessant, Jungs. Ja. Sind das die Echtzeitpreise? Ja, so verstehe ich das, dass es Echtzeit ist. Sie sehen ja genau, wo die Spieler sich befinden. Aber sagt mir jetzt bitte nicht, dass es schon fertig ist. Nee, das glaube ich nicht. Das sind noch statische Daten hier, vermute ich mal, weil die Spielerpunkte, das sind viel zu viele, sind weit mehr als 50, die im Moment in der Instanz passen. Aber das Konzept, das Prinzip dahinter ist ja verständlich. Ja. Aber Sie können ja sogar feststellen, wo die meisten Tode stattfinden, wie wir ja gerade gesagt hatten. Bei Korea sieht man eine Menge Tod.
Es ist heute das zweite Mal an diesem Abend oder an diesem Tag, dass meine Kinnlade gerade auf den Tisch aufgeschlagen ist, weil sie erst erzählen sie uns, wie doof alles ist und statisch und rechenintensiv und dann zeigen sie uns das hier so, als wäre nichts gewesen. Also, Sie sagen uns sogar noch was. Uns fällt euch eine Sache in diesem Sonnensystem auf. Ja, Sprungpunkt und Terra. Astro, ich glaube, wie viele Spieler, weil du hast ja eine Datenbank. Lol, jetzt zeigen sie uns zwei Sprungpoints zeigen sie da. Das ist so unfassbar. Dieses Tool ist der Shit. Will ich haben, sofort hier, G, gib mir das. Ich brauche eine Weltherrschaft. Ja, dann wissen wir, wohin die Reise heute Abend noch gehen wird. Nein, Ja, vor allem von allen Servern, der hat ja von hunderten von Servern geredet. Ja, kann er Silbermond, das kann er machen. Ja, es ist ja eine Datenbank, deshalb, wenn sie Port Olisar zeigen, kann ich... Alter, lassen die gerade von Stanton, Terra, Jumper und Entitäten reinströmen? Ja. Try. And in the end, even if we did it, wow, it wouldn't make the end results any more accurate. So, they also have personality traits. nur mal so als Input, das ist ja, glaube ich, gerade nicht nur eine grafische Geschichte, sondern auch wirklich, die simulieren wahrscheinlich, glaube ich, damit auch gerade Last, oder? That we're modeling. We're still working out the exact configuration. One of them is ambition, and that specifies how far das sollen das NPCs sein? push themselves relative to others, whether in prime or legitimate enterprise. Another one is intelligence, and that dictates what sort of things they can pursue and how well they can do something. Happiness is a measure of whether a quantum, the singular form of quanta, is miserable or content, and unhappy quanta want to change their situation, change occupations, and that sort of thing. Aggression controls wie viel das sind. quantum will go to achieve their objective. A business-oriented quantum aggression might push their workers harder, trading their happiness for more profit, and as a result have to deal with more turnover. And lastly, criminality, that determines the amount of criminal behavior that a quantum will consider. No criminality equates to a law-abiding quantum. Ich muss zum dritten Mal die Hosen wechseln, Simila. Means that they might be able to commit crimes like smuggling or illegal mining. Ich hab schon. And a lot means that they're open to piracy and murder. Ich hab schon gar keine mehr an. Possessions, store up money. Okay. Das schaut aus, sie haben NPCs simuliert da gerade. 1000 Stück, die aus Terra kamen. And the reason for that is because there's nothing. Aber es sagt uns halt nichts über die Performance, ne? Get up off the couch. So, und 1000 sind halt echt nicht viel. Jump to the next slide. Ja, auf alle Server verteilt ja auch, das darfst du auch nicht vergessen. Ja. We're going to add a little bit of interest to the system by adding an aluminum mine to Delamar. Im ersten Schritt, sie haben die NPCs dazu hinzugefügt, jetzt kommen die Ressourcen. The Quanta still refuse to do anything, and that's because there's no economic reason for them to do it. There's nothing to do with the ore that they could go and extract. Let's go ahead and open up that card, though. Jetzt sind die Leute mal da, die NPCs, aber die haben nichts zu machen, weil es ja nichts gibt. Und jetzt müssen die ihnen die Sachen geben. Erwecken, dass die NPCs ja auch ihre täglichen Arbeiten nachgehen wollen. Ja. Rattenschwanz hinten dran. There are a couple of parameters at the bottom that are temporary. Those will eventually be derived from those top two parameters. But for right now, we can override it for some of this, for some of the testing. Das Kommentar ist gut. So let's go ahead and jump to the next. So now we're going to go ahead and add an aluminum refinery to Crusader. Ja, Stream hängt sowieso. And immediately you will see the quanta start springing to life. Tiefe die Informationen verfügbar sind, dann muss ich euch tatsächlich wohl recht geben. Diese ganzen Homepages, die es im Moment gibt, diese ganzen Routenplaner und so, die sind alle obsolet geworden. Alle, wenn sie uns das in die Hand geben, ja, dann sind die alle obsolet, auf einen Schlag. Aber wehe, da kommen die Mistgabeln, ne? Ja, die kommen dann, wenn wir das nicht kriegen. Wenn sie uns das gleich nicht geben, dann kommen die ganzen... Aber habt ihr jetzt gesehen? Wir haben jetzt auf Delamar Ressourcen gemacht und plötzlich all die so drüber, weil sie meinen wollen und gehen dann zur Raffinerie zu Crusader und schicken es dorthin. Oh, werden jetzt ziemlich viele Leute werden frustriert sein.
Aber das sind NPCs gerade, ne? Das sind noch nicht mal die Spieler, die gerade aktiv eingreifen. Das sind jetzt die NPCs, die da den Handel betreiben und Mining und alles. Das muss man sich überlegen. Ist das drin dran, wo du jetzt die NPC-Spieler siehst, hin und her fliegen. Das ist nur jetzt. Weil so schnell könnt ihr nicht auf den Planeten machen, meinen, zurückgehen etc. Das geht. Nee, das ist Simulation jetzt, das ist klar. Wir simulieren gerade halt nur. Sie simulieren das, ne? Also wurde auch gerade im Chat geschrieben. Ich habe das wohl irgendwie überhört. Hier geht es um die theoretische Annahme, dass 1000 Server irgendwie am Laufen sind. Genau. Wo die Reise hingeht, ist hier natürlich sehr deutlich. Dieses mühsame irgendwie von Hand irgendwelche Wirtschaftsparameter übertragen. Du kannst ja sogar sehen, wie viele Arbeiter in einer Raffinerie arbeiten. Das ist total verrückt. Ja, cool. Also ich bin abartig. Wow. Ihr seht ja unten auch 20-fach und 200-fach. Also es war vorhin auch schneller dargestellt. Ich bin froh, dass ich mindestens noch 40 Jahre Zeit habe, dieses Spiel zu spielen. Ich werde ein Imperator. Du junger Bursche, du. Top-Kommentar ist Tony C. delivers. Ist sowas von. Absolut. Ist halt wieder auf ihn ist Verlass. Ich frage mich, was passieren würde, wenn so jemand, also Gott bewahre, irgendwie, es würde jemand dieser Leute was passieren. Dann kannst du das Projekt einstampfen. Ich glaube auch, Tony Sie wird irgendwo eingesperrt, 12 Monate, kriegt immer zu essen und zu trinken und einmal im Jahr wird er dann rausgelassen. Achtung, er ist ja nur der Director da, der macht das nicht selber. Also die Teams sind immer noch da, die das programmieren. Er koordiniert das ja nur. Trotzdem ist doch er, der damit die meiste Ahnung hat, oder? Ich glaube auch, ja. Er ist der Head of. Ja, der Kopf dieser ganzen Geschichte. Es reicht ja, wenn er im Sinne von einem Steve Jobs die Ideen gibt. Der arbeitet ja auch ganz eng mit diesem Italiener zusammen. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Das ist ja auch irgendwie eine KI-Koryphäe. Ganz viel Haare im Gesicht. NPC Da Vinci. Powerblend? Warte mal. Achso, wenn du meinst, aber ich komme auch nicht drauf. Das war ja so gemacht, dass du später bei den Gebäuden wirklich Strom benötigst und alles, ne? Ja. Back to Delamar to actually do more mining. So you've got an entire little, economic cycle going here. However, it's going to wind up coming to a dead end here. Let's go ahead and accelerate it again. Jetzt sagen Just like what we saw before. Brauchen wir die Arbeiter, und wenn die Arbeiter nicht da sind, dann geht es nicht vorwärts, also müssen jetzt die Arbeiter noch da sein. It has no more need for refined aluminum. That will eventually shut down the refinery, which will in turn eventually kill off the miners. Du brauchst ja nicht nur Arbeit, du brauchst Ressourcen, du brauchst Infrastruktur, du brauchst die Maschinen, also die Industrie dort, die wir schon mitbekommen haben. Ich finde es so faszinierend, dass das die NPCs waren, dass wir eigentlich also dieses System auch zum Leben erwecken. Ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich eher weniger das Problem. It's got all it can handle. The refinery has all it can handle. Therefore, the entire draws. Ich finde es einfach faszinierend. Ich habe das vorhin bei dem neuen Game Type gesagt. Andere machen daraus ein eigenes Spiel und was wir da sehen, daraus würden einige schon wieder ein eigenes Strategiespiel machen oder so. Ja, Tycoon, der nächste Tycoon. Das sieht aus wie Stellaris. Ja, stimmt. Stellaris hat das ja ähnlich gerade jetzt so die Ansicht, wie du sagst. Das Shop-Panel ist übrigens vorbei. Ich habe alles gepostet, was verfügbar ist. The factory that requires transport of the refined aluminum from Crusader to Hurston, it needs the power plants transported from the factory to it. And so if you notice, if the individual quanta, they'll actually have a little translucent circle around them if they're carrying goods. And so you can easily differentiate whether or not the ones that are moving, for example, from Hurston back to the mine are empty, they're going to load up on ore. And then when they're heading back to Delamar, and then from Delamar back to Crusader, they've actually all got ore.
And so this loop will actually continue indefinitely. And the reason is because we've cheated something for tonight, and it sounds very similar to what I was basically saying. Das wird ein Wetttraden, das kann ich euch jetzt schon versprechen, wenn das Tool draußen ist. Naja, aber was man hier nicht sieht, ist, wie viel kostet was, wie, wo und so. Ich glaube, das können wir Spieler nicht sehen. Und doch, das kannst du dann später sehen, wenn die fertig sind damit. Ja, Moment mal, da steht ja hier noch nichts oder nichts gesagt darüber, oder? Oder habe ich da was verpasst? Nein, das ist einfach nur... Das Tool wird simulieren. Richtig, und das heißt, sie werden daraus auf jeden Fall ein Tool für die Echtzeitpreise bauen. Das haben sie schon mal gesagt letztes Jahr. Sie werden sowas entwickeln. So, let's go ahead and add a bit more economic complexity. Wenn ich weiß, was es ist, eventuell ja. Naja, dann wir können das Spiel jetzt offiziell umbenennen in Anno 2950 oder sowas. Ja, bloß gut, guck mal, wir haben einen Nautilus mit 2 6-7 Geschützen, wir haben ein paar Mantis, gib ihm. Retail shops and of course players in Quanta competing against one another for a limited supply of goods and services. Also die Komplexität, mit der sie das sich hier alles ausdenken, ist schon echt heftig, diese ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge. Ja, aber dann einmal entwickelt haben und danach nicht mal Hand anlegen müssen quasi, ist halt das Geniale noch dahinter. Ich frage mich, wie viel Geld Chris Robert später mit dieser kompletten Engine verdienen wird. Our current architecture basically has players connecting to ich glaube nicht, dass er sich noch Sorgen machen muss um seine finanzielle zukünftige Absicherung. Selbst das, was sie jetzt schon haben, wenn sie das jetzt schon verkaufen, kriegen die Haufen Kohle. And so you can see here, we've got shop services and probability volume services and all of this sort of thing. The basic problem with this arrangement is that services don't have any knowledge of what NPCs are doing. Und mit diesem Analysesystem und diesen ganzen Bewegungsdaten können sie die Nodes, diese Wirtschaftsknoten füttern, die dann entsprechend reagieren. Genau, das erklärt er gerade. At that high level anywhere within the game right now. You have servers that basically instantiate the stuff near you, and you have the services that can run these formula, and that's basically it. Now, they can implement these services, these algorithmic price calculations, du gibst kein Geld aus, du willst einen Rechner haben. And hard-coded formulae. And it's the same for missions and PVs. The data is completely static and can't evolve. The number of servers, of course, as we've seen here, it varies depending upon how many players are in the game. So let's go ahead and add Quantum. Quantum changes this in dramatic fashion. It gives us a place where we can efficiently simulate NPC behavior and then feeds that behavior to the game server so that players can experience it. Further, it allows player actions to be fed back into the simulation so that there's no meaningful difference between the real and simulated worlds. Quantum creates a complete loop. NPCs can be simulated in an efficient fashion. And I actually meant to say that Quantum feeds the services, which in turn feed the game servers. So let's go ahead and get back to the simulation. And what we're going to do now is alter the power plant formula. So let's add a bit of complexity by changing the production formula for power plants to require laranite. We're gonna add some. We need to change the production formula. No, we gotta change we're gonna add laranite first. Oh, right, yeah, okay. Yeah, we do want to add the new mine first. So we're going to add a laranite mine to Walla. And then we want to go ahead and add a refinery for this laranite. We'll add that to the Hurston L3. And now let's go ahead and adjust that power plant formula. And we're going to change the power plant formula. Right now it requires 0 laranite. We're going to change that to 2. And what we're going to very quickly see here is that we're going to start getting some laranite flowing to the Hurston factory so that the power plants can continue to be created. Yep, and that's that loop of guys right there. That's what they're taking. Now, one of the important things here is that let's go ahead and look at the Hurston aluminum. Bring Hurston Factory Aluminum. Also die Sache mit den Powerplants ist sozusagen das, was die dort in der Maschinerie haben oder das, was die verkaufen oder produzieren.
Ich glaube, es geht einfach nur darum, anhand eines Beispiels zu erklären, wie solche Wirtschaftsläufe aussehen könnten. Also das ist ein Produkt, was sie produzieren. Da steht da Build Powerblend. Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie dort ein Kraftwerk und das braucht gewisse Rohstoffe. Und dieses komplette Tool benutzen sie selber dafür, um das Wirtschaftssystem auch zu balancen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, dass sie da eben in Echtzeit eingreifen können das simulieren. Also es geht sicherlich in zwei Richtungen. Ne? Die Frage ist auch, kam auch gerade im Chat quasi auf, wenn Sie uns das vermutlich in einer abgespeckten Form zur Verfügung stellen, inwieweit wird man das auch für eine Routenplanung nutzen können, oder ist das halt der Punkt, wo dann diese Homepages nützlich sind, weil man dort automatische Routen irgendwie sich anzeigen lassen kann? Glaube ich fast ehrlich gesagt nicht, weil wer will diese dynamischen Echtzeitpreise auf der Homepage übernehmen? Die müsste dann ja irgendwie direkt angebunden sein an die Datenbank. Das Einzige, was da dann wirklich noch hilft, ist, wenn wirklich irgendwann eine offizielle API rauskommt. Ja. Glaubst du das, dass die so Tür und Tor öffnen? Nein, glaube ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, weiß es nicht. Ob sie so Tür und Tor öffnen, weiß ich nicht. Dass eine API irgendwann kommt, dass ich mir Statistiken über meinen Spieler, also meinen Charakter, abfragen kann, das glaube ich schon, aber ob das so weit geht, keine Ahnung. Was zukünftig auf jeden Fall nicht mehr funktionieren wird, ist sowas wie, ja, fliegt zur Mondstation XY, hol da Diamanten, verkauft die auf Port Olisar, damit machst du immer Gewinn. So einfach wird das dann ab dem Zeitpunkt dieses dynamischen Wirtschaftssystems nicht mehr sein. Da muss man schon das Ingame-System verfolgen, Nachrichten lesen. Das finde ich auch gut so. Find's cool. Ja. Da kommt doch das Informationshandel ins Spiel, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch ein Grund, warum das wahrscheinlich nie Echtzeit irgendwo angezeigt wird. Du bist der Data-Runner, ne? Passt ja. Vor allem fliegst du nicht immer die gleichen Routen ab. Ich weiß noch, früher in Freelancer, da bist du dann den ganzen Abend die gleiche Route abgeflogen, bis du sie nicht mehr sehen konntest, in- und auswendig konntest. Hast davon geträumt. So musst du wirklich jedes Mal gucken, wo kriege ich das jetzt vertickert. Ja, richtig, wie gesagt. Und dann hast du die Infobroker, die dann auch dir sagen können, wo gerade was, wie teuer ist. Du kannst es halt. Also deswegen glaube ich halt, wird nie in Echtzeit für die Spiele angezeigt. Die feiern Tony sie richtig hart. Ja, zu Recht. And there you see that the price is starting to fall off. Can you speed it up a little bit? Let's see what it does. League Scott hat gerade gepostet, Tony C spielt 4D Schach. See, it continues also to staatlichen Schach. So those prices are pretty much falling off a cliff now. From all that extra supply that's been brought on without us having to go back and rebalance anything. So let's go ahead and head on over to Selin. And you can see that Selin is in very close proximity to Crusader. So you've got an aluminum refinery and aluminum mining, yet there's very little activity. Wie bitte? Ach, war ein Matrix. Weißt du noch, wo er den Bildschirm sitzt und da laufen die ganzen Zeichen am Bildschirm runter. Ja, die Zeichen. So stelle ich mir Tony C vor. Der sieht nur noch Zeichen. Das heißt, er sieht keine Zeichen mehr. Der sieht nur noch blonde, brünette, rothaarige. Ja. Mein Stream steht. Ach, jetzt läuft er wieder. Er sagt ja gerade, die kleine Veränderung, die sie gemacht haben, dass man noch Luminous rein musste, hat alle. Jetzt müssen sie alles andere wieder anpassen. Also es ist ein Rattenschwanz, das da dranhängt. So, let's go ahead now and increase the Laranite consumption. Wahnsinn. Let's just go with normal pace. Aber es ist noch nie dieser richtige Wow-Moment, weißt du? Viele grüne Punkte. Ach, ist so das let's schön. make the Laranite more difficult to work with and more rare and see what happens there. Ich weiß nicht, Ted, mit sowas habe ich schon gerechnet, weil sie seit 2 Jahren davon reden. So we're going to adjust the global Laranite schon länger davon. from 60 to 120. Ja, aber aktiv so, meine ich jetzt, dass sie so eine Überwachung brauchen. We're going to do both.
schon im Jahr 2012, 13 haben sie so schon die erste Idee von dem Wirtschaftssystem gezeigt, wie sie sich vorstellen. 60 to 120. Fahrenheit. So what we've just done is basically make it more time-consuming, more difficult to refine it, and we've basically made it more difficult to pull it out of the ground. So let's go ahead and apply a macro also to reduce the default purity of laranite from 50 to 16%, which means that refineries are going to need more ore to produce the same amount of refined product. Reactive. And now let's go ahead and take a look at the laranite prices on the Hurston factory. So we just did 3 different things to make it considerably, more expensive for laranite to be utilized. Speed up that time. And you speed it up, and you can see that laranite prices are going up. It looks like they're starting to skyrocket. This could be a complete economic disaster. If you notice, they're just going up. So what we're going to do now to bring that back into control is let's go adjust the power plant formula to compensate a bit. Das Balancing wird wirklich die Hölle. So let's adjust it from, instead of 2 laranite, let's change it to 0.1. So we just reduced. Aber das bedeutet ja auch, Sie können wirklich auf der Mikroebene steuern, was im Verse passiert. And let's head back and check out the prices again. Das ist jemand, den Praktikanten, der dich nicht mag und dann die Preise immer kaputt macht, weil er dich beobachtet. Das Spannende an dem Tool ist eben, da muss keiner in irgendwelchen Tabellen rumfuchteln, was ändern. Sie können hier wirklich mit dem Tool alles in Echtzeit ändern, theoretisch. Ja. Und simulieren. Das heißt, Sie kriegen die Echtzeitdaten und können dann simulieren, wenn ich das jetzt ändere, wie wird es sich wahrscheinlich auswirken. Ja. Und somit können Sie halt immer richtig reagieren, weil Sie es immer ausprobieren können, wie die richtige Reaktion aussehen muss. Ich muss die ganze Zeit lachen über diesen Witz, Tony Z spielt 4D-Schach. Es ist so... Ja, genau. Dieser Typ, der ist aber auch geistig irgendwie auf einer völlig anderen Ebene, auf einer völlig anderen Sphäre unterwegs. Delamore looks pretty dead. There's a lot of economic activity happening over there. Aber wie gesagt, das ist gut, weil dann hast du dann bei CIG Leute, die immer dort arbeiten, permanent. Das sind dann die Wirtschaftsmanager, ne? Die immer gucken, da passen und solche Sachen. Ich will gar nicht wissen, was solche Leute wie Tony Z und Co. bei CIG später für einen Stein im Brett haben werden und für einen Kontostand. And then let's head on over to Hurston. Mehr als du nicht. And let's check out their workers. You notice that the workers are falling off a cliff. What is happening? Well, we just opened up a new power plant factory, and they're getting offered better wages from another place. And so, and what are the wages on bessere Löhne an einem anderen Ort und eine neue Factory eröffnet, dann zapp, geht's wieder runter. Genau, das haben sie jetzt ja demonstriert, ne, was Ted gerade... Ups, sorry, ich habe mich auch gemutet gerade. Jetzt demonstrieren sie ja das, was Ted, glaube ich, gerade gesagt hat, dass sie hier wirklich die Wirtschaftserfolge simulieren können. Sie sehen, da in dem einen Bereich ist nichts los. Dann ändern wir hier ein paar Werte und schon, zack, sich die Transportläufe. Und das ist jetzt nur mal der Powerplant. Mittlerweile ruckelt schon. Noch nichts anderes. Mittlerweile leckt es schon, ne? Ja, mittlerweile. Schon am Limit gerade. Und es zeigt jetzt nur Anti-Powerplant-Produktion. Nicht alles andere, tausende von Sachen und was ja auch dran kommt noch. Genau. Irgendwann brauchen wir Superrechner, um alles zu simulieren. Maschi im Chat so, die Linien formen in einem Pentagramm. Satanas. Titanium, and uranium. And the entries that you see on the screen mark system. All of the moons now have deposits. Machst einen Account auf. We've added a bit more laranite. We've also added a lot of new refineries. We've added cooler and quantum drive recipes
to most factories, and they require aluminum, laranite, titanium, and degreasium. The demand for coolers and quantum drivers has been introduced, and we've also increased the demand for power plants. And lastly, we've increased, you can see there at the bottom of the screen, the number of quanta from 1,000 to 2,000 so that we've got enough workers to keep the economy humming. Now, previously, we've seen pretty obvious cause and effect. At this point, though, the economy is starting to get pretty complicated. And we can look at a few graphs to just see what's going on with Aber jetzt kommt dann noch ein wichtiger Punkt hinzu. And this is one of the most interesting things Du hast ja die Bäh- und Entladezeiten deines Schiffs noch. Oh, das wird so lange gehen. Movement of quanta, this dynamism. These are all opportunities that you're going to be able to exploit within the game, and they're in constant logical motion. So, let's hit the next one. Be a shame if somebody came to steal from these people, huh? Yep, we'll bring up the slide. Oh, okay. You gotta bring the slide. Wo ich wirklich so ein bisschen Bedenken habe, ist... we've introduced some pirates. Ja, genau. Also das ist ja jetzt schon extrem komplex und wenn du mehrere Systeme hast, dann sind ja genau diese dynamischen Zusammenhänge nicht nur systemintern, sondern auch systemübergreifend. Wie wollen sie das denn berechnen und darstellen? Schau dir das an, jetzt kommen noch Piraten dazu. Ganz einfach, das ist bloß eine größere Matrix in dem Sinne. Also wenn du jetzt natürlich so einen Planeten hast, wie du es dort hast, die haben auch ihre Monde, das musst du dann bloß im größeren Kontext sehen. Ne? Bei so einem Planeten hast du untereinander ja auch noch dein kleineres Mini-Universum. Naja, these are contracts that are being thrown out by the NPCs on that route. What's happening is the NPCs are basically. Was du auch bedenken musst, die haben das gerade auf sehr hohe Geschwindigkeit auch simuliert und so. Da musst du halt gucken, wenn das später auf einfacher Geschwindigkeit läuft, wie das dann noch ablaufen wird. Aber es wird mega komplex. Dass die quasi nur in einem Minutenschritt oder sowas dann aktualisieren. Ne? Ja, das werden sie für mehr Systeme ist, werden sie diese Geschwindigkeit runterdrosseln, wenn sie halt alles gleichzeitig simulieren wollen. Oder halt so ein Superrechner dahingestellt, der das ganze Zeit macht. Ja, und das Gute ist, das erklären, Ding ist ja, also aber wobei. Live-Events, was passiert. Hurston, let's look at what happened to the cooler and quantum drives. Was das aber auch zeigt, dass sie das ja in Engine dass sie das halt wieder simulieren, dass die Kraken jetzt auch da ist und so. Mal gucken, wie weit sie das runterschrauben können, dass das wirklich nur Punkte sind und nicht, dass die Kraken da wirklich ist und alles. Das ist ja auch Leistung, die sie ja sparen können. For a cool 500,000 UEC, you can get yourself your own power plant. I can barely see that. Warte, die haben da wirklich die echten Schiffsobjekte drin? Ja, sieht zumindest gerade aus mit der Kraken, ja. Und deswegen ist das auch so Performance-Fressen nochmal dazu. Alter, aber was sie da auch gezeigt haben, ist die neue Kraken als Space Station. Das ist ja diese Vindicator-Kraken, die als Station dient. Das ist das, was wir auch gerade gezeigt bekommen. Du kannst dir immer diese stationäre Kraken hinstellen und dann hast du da quasi deine kleine Piratenstation. Whether it's supplies or moving, the finished product. Sprich auch wieder für diese Kraken-Variante. And these quanta, as I mentioned earlier, it's like they have various traits, and some of them are very risk averse, and they won't go down routes where there's a significant chance of death. And so to counteract some of this danger, let's go ahead and bring in someone to fight the pirates. Ja, wie sie alle jetzt abgehen im Chat. Piratenstation. And what you'll notice kommt die Security rein. Security is drawn to areas of conflict where there's a lot of deaths and stuff. Da kommt wieder einer mit der Eclipse und halt wieder rum. Warum kann ich das Schiff nicht kaputt machen? Where there's a lot of piracy. And there you can see him. Go ahead and go speed it up a little bit. Not too Wie komplex das dann wird, ne? Das ist ja erst hier Advocacy und dann irgendwie noch Navy dazu, dann die lokalen Sicherheitskräfte. Maschi, ich persönlich hätte nichts gegen eine Kraken, aber du gibst mir bestimmt keine 1.300 Euro aufwärts, also von daher brauchen wir nicht drüber reden. And the security, which doesn't know exactly where they are, ja, auch kein anderer. Looking for them. And so what you notice here is that the pirate situation is starting to look a lot better now that security's shown up. Schon ein schlechter Troll. And you would see this reflected over in the prices. And so what you have here is a perpetual game of cat and mouse to where
The pirates look for the areas where they can reap the largest rewards with the least amount of risk, and security is then drawn to them. And as soon as you get enough pushback from the system in terms of security, then the pirates look for more opportunistic pastures. And again, this is very much like what you would expect to see in any logical functioning system. Leute schreiben auch schon, steht Need Object Container Streaming for Quanta. So let's go ahead and turn on the grid. And what you're looking at here is one of the big problems I referred to earlier is how we wind up getting samplings of this, of how we generate simulation volumes. And so what this is showing you is we can look at one of these high conflict areas. And it's basically tabulating. Ich fände es viel interessanter, wenn er mal aus der 2000 20.000 macht. So you can see that there are 10 total quanta, 1 freighter, 11 pirates, 5 security. It also shows you the total value. So eine Hochrechnung wäre da auch mal was Schönes. What's going down that route? Let's take a look at a few other locations. Here you see the security and pirates are fairly even. 6 pirates, 7 security. A decent amount of value. 6 freighters. So there's actually an almost equivalent number of freighters, pirates, and security. This is the information that Quantum, and it's a small piece of the whole, this is what it would wind up feeding periodically to the probability volume services, so that designers no longer need to go in and say, oh, well, we're going to hard code a certain amount of security, a certain amount of freighters, and it can never change. We ship it, that's all it's ever going to be. In this case, the simulation is running, it's constantly ebbing and flowing. And your actions over on the game side get factored into this result, just like any of the quanta in this simulation. Aha, das ist das sind die Probability Volumes. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute bei Bethesda, EA und Activision gerade vor Wut in die Tischkante beißen. Wie bitte? Ich sagte, ich will nicht wissen, wie viele Leute bei EA, Bethesda etc. gerade vor Wut in die Tischkante beißen, wenn sie das sehen. Ich glaube, dass die auch schon solche ähnlichen Geschichten haben. Ja. Unterschätzt diese Publisher da nicht. EA hat Star Citizen definitiv auf dem Schirm, genauso wie Bethesda und alle anderen. Auf dem Schirm definitiv. Solche Tools sind ja auch eigentlich nichts Neues. Richtig. Aber in dieser Komplexität, alter Verwalter, Hut ab. Mein Problem ist, ich kann das Skill-Level nicht bemessen, weil ich kein Entwickler bin. Ich weiß nicht, ob das andere Studios auch haben können. Wie ist das bei Eve? Wie ist das bei Elite? Haben die nicht auch sowas? Auch Eve ist Player-basierte Wirtschaft, nicht NPC-basiert. Das ist ein ganz anderes Blatt. Kannst du nicht vergleichen mit dem hier. Und Elite? NPCs machen. Elite ist auch keine NPCs, die täglich arbeiten gehen und was bringen. Dort wird einfach Magic-weise halt die Sachen wieder restockt und refilled. Ja. Was sie hier machen, ist wirklich, wenn es keine Ressource hat irgendwo, dann ist nichts mehr. Ich weiß, Elite hat immer wieder ein bisschen an Stock und solche Sachen dort und ist nicht plötzlich mal ausgeschossen. Vielleicht wird es die anderen Studios sogar nicht so stören, weil die sich denken, ja, wir machen halt viele andere Spiele und machen damit trotzdem noch mehr Kohle wie ihr mit euren krassen Tools. Thanks for listening. Ich will auch applaudieren für ihn. Wie bitte? Ich will für ihn klatschen. Das hat er so verdient. Pack den Penis wieder ein.